Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag uns heute für eine Botschaft mitgibt. Wir nehmen mal das Orakel zur heiligen Bestimmung. Und ihr dürft auswählen, was es zu eurer heiligen Bestimmung zu sagen gibt. Unterm Deck haben wir das Thema Vertrauen. Da werden wir ja immer wieder ganz stark drin geprüft. Aber wie gehen wir damit um, wenn etwas verdorrt ist und keine Früchte bringt? Und wo ist da die Vision noch dahinter? So, und dann möchte ich noch eine von den Lennys. Und eine Botschaft. So, dann darf es losgehen. Ich würde diese Seite nehmen. Wir schauen, was dahinter steckt. So, wir haben den blauen Schmetterling mit dem Thema Transformation, die Geheimnisse des Mondes mit dem Thema Offenheit. Wir haben die Seeanemone und wir haben, dass eine neue Tür aufgeht und die Nachricht. Hier kann sein, dass man irgendwelche Nachrichten auch empfängt, wo man denkt, okay, hier kann ich durchschlüpfen, hier geht die Tür für mich auf, hier klopfe ich nicht ständig an eine Tür. Es kann über eine Nachricht kommen, über irgendein Gespräch, wo man etwas aufschnappt, oder aber auch man tauscht sich sehr viel aus mit anderen. Wir haben hier die Gemeinschaft mit dabei und kriegt so diese Optionen, die man braucht, um diese Tür zu betreten. Ja, der blaue Schmetterling bringt uns eigentlich mit, dass etwas wie Wiedergeburt oder Neuerfindung, Wandel ansteht, dass wir in eine andere Daseinsform gehen. Es geht auch ein bisschen darum, dem Alltagstrott zu entfliehen, etwas anderes zu machen. Es geht darum, Veränderungen auch anzunehmen. Und hier geht es nicht darum, dass man etwas Altes nimmt, es neu anmalt und dann nochmal aufstellt, sondern es geht um völliges Verändern. Also man nimmt nichts Altes und restauriert es und das ist dann die Transformation, sondern man lässt etwas Altes gehen und gestaltet etwas völlig Neues. Und man ist dann dadurch auch jemand völlig anderes. Ja? Möglicherweise geht man auch zukünftig ganz anders an die Dinge ran. Man fühlt sich vielleicht auch nicht so ganz wohl dabei. Mit dem Mond haben wir eben auch viele Emotionen und die Psyche und die Seele, die hier mitspricht. Aber der Wandel ist eben dann nachher auch so, dass wir etwas erwarten können, das uns glücklich macht oder das auch Wunscherfüllung mitbringt. Mit dem Mond haben wir ja auch die Mondzyklen, ne? Das, was alles so in Zyklen und Rhythmen verläuft. Das ist ja einiges, ne? Ebbe, Flut, Tag und Nacht. 4 Wochen, die einen Monat geben, die Jahreszeiten und sowas alles. Und hier ist sehr viel Empfänglichkeit auch, ne? Da ist man still, da entspannt man sich, da schmiedet man Pläne für die Zukunft. Man darf nach Zeichen Ausschau halten. Die Träume sind hier sehr wichtig. Und es geht darum, das ist, glaube ich, auch von vielen ein Ding, dass man sich nicht immer wieder verstrickt und verwickelt,
sondern dass man zuguckt, wie das Leben sich entwickelt, bevor man jetzt irgendwelche Schritte macht, die dann mehr in der Verstrickung enden. Es sind die Überraschungen des Universums mit dabei, also Dinge, die man vermutet, treten ein, aber anders als geplant. Unerwartete Richtungen, die man dann nimmt und sozusagen auch himmlische Wunder, die angekündigt werden. Dann haben wir hier mit der Seeanemone das Thema Gemeinschaft. Das passt sehr gut zum Mond und zu der Offenheit, denn die Karte sagt, dass wir uns öffnen sollen, auch vor allem emotional. Dass wir Partnerschaften oder auch eben mit anderen Menschen zu tun kriegen oder haben, die auch mit uns resonieren, wo man gemeinsam etwas umsetzen kann. Also das sind Verbindungen, die für alle nützlich sind, auf jeden Fall. So, dann dürfen wir hier noch gucken, das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, Abgrenzung. Und es geht sehr viel um harmonisches Zusammensein, das eben zum Wohle aller dient. Ne? Das Beziehungsgeflecht wird hier angesprochen, das man so hatte. Viele von uns sind ja auch gewohnt, mehr zu geben als zu kriegen. Und da darf man jetzt mal hingucken und damit in Einklang kommen. Schauen wir, was die Vögelchen dazu noch sagen. Der Zaunkönig: Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. So, das war unsere Seite. Gucken wir die andere Seite an. Wo habe ich die jetzt hin? Da ist sie. Wir haben das Thema Wagemut, die Sumpflandschaft mit dem Thema Stillstand, die Heuschrecke mit dem Thema Entwicklung, die Mäuse, das war die falsche Karte, das ist eure. Lasst euch nicht kleinkriegen, wenn irgendetwas an euch nagt, und schaut vielleicht auch drauf, dass ihr das, was ihr zu betrauern habt, verarbeitet. Ne? Irgendwo ist man gefangen in der Sumpflandschaft. Das ist sowas wie morastig und man steckt irgendwo fest. Denkt an den unteren Teil. Wir haben hier das Vertrauen. Da hat man auf jeden Fall den Eindruck, dass das Leben vielleicht irgendwo stillsteht, dass man sich nicht nach vorne bewegt, dass etwas starr ist oder stagnierend. Und es geht darum, mal hinzugucken, wo man sich in Wirklichkeit befindet. Und es könnte tatsächlich hier im Ich mache mich klein oder ich fühle mich zu klein und im Mangel liegen. Hier kommt so diese Energie, ich möchte mal ausreißen oder entfliehen, was sehr gut passt mit dem Wagemut. Ne? Und die Aussage natürlich, wenn man im Sumpf feststeckt, ist es natürlich blöd zu strampeln, sondern dann muss man Ruhe bewahren und Schritt für Schritt weitergehen. Mit dem Wagemut ist es eben so, dass man vielleicht auch so gewisse Ängste hat, warum man nicht weitergeht, und denen darf man sich stellen, anstatt stehen zu bleiben und zu denken, oh, ich stecke fest. Im Prinzip gibt es viele Chancen, die man ergreifen kann, und manchmal macht man etwas nicht, weil man denkt, man scheitert. Und vielleicht ist der Blickwinkel, den man dann auf die Dinge hat, wenn man sagt, okay, ich stelle mich mal der Chance und versuche mal was zu tun, was für mich normalerweise ungewöhnlich ist, hat man hier auch die große Chance, sich zu entwickeln und große Schritte zu machen. Mit der Heuschrecke kann man nämlich Fortschritte machen und auch neue Räume öffnen irgendwie, ne? Da ist dann anstatt dieses Feststecken tatsächlich wieder auch, dass ich fühle mich getragen.
Hier sind vielleicht viele Gedanken, gerade wenn man sich klein fühlt oder klein macht oder denkt, man sitzt am Boden, dann spielt der Kopf oft verrückt. Und hier möchte ein neuer Energiefluss einsetzen, der viele neue Impulse mitbringt. Fortschritte, die man macht, vielleicht auch persönlich. Das muss jetzt nicht mal irgendeine Sache sein, die, naja, ich sag mal so große Gebiete abdeckt, sondern ich glaube eher, das ist eine persönliche Entwicklung. Und ihr habt hier auch die Aufforderung, immer wieder innezuhalten, Schritt für Schritt weiterzugehen. Und ihr seid dabei beschützt, wenn ihr die Fülle der Möglichkeiten entdeckt, die es dann gibt. Was sagen die Vögelchen? Der Goldammer. Ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Komme ganz bei dir in deinem Herzen an und entdecke den Schatz in deinem Innern. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Eigentlich wollte ich euch noch zeigen, wie es um mich herum aussieht, warum ich diese Karte jetzt nicht gleich gefunden habe oder gedoppelt habe, weil die hier drunter noch lag, ne? Aber so ist es halt, wenn man Chaos um sich hat, muss man das auch beherrschen und da bin ich nicht Meister drin. Deshalb werde ich das jetzt gleich mal in Angriff nehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich drücke euch bis morgen.